In der letzten Woche sind wir auf die zweite Phase der Marktzyklen, die Bullenmarktphase, eingegangen. Wenn du dieses Video noch nicht geschaut hast, findest du es oben in der Infobox verlinkt. Heute gibt es die 4. Folge der Miniserie Marktzyklen. Es geht um die Distribution oder auch Sättigungsphase. Die Phase, in der sich Kurse nach dem Anstieg zäh und meist seitwärts bewegen, bevor dann der richtige Kursverfall einsetzt. Doch was macht diese Phase aus und wie erkenne ich sie? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Freiheit, wo du alles über Investitionen, Business, finanzielle Freiheit und viele andere Finanzthemen erfahren kannst. Unsere Mission ist es, jedem eine gute Finanzbildung zu ermöglichen. Wenn du uns unterstützen willst, dann lass uns ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit deine finanzielle Bildung durchstarten kann. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie so eine Sättigungsphase aussehen kann. Wie wir im letzten Video schon kurz angerissen haben, schließt sie sich direkt an die Bullenmarktphase an. Wie in dieser Grafik besonders gut zu erkennen ist, steigt die Aktie am Bullenmarkt sehr stark an. Doch irgendwann ist der Punkt erreicht, ab dem der Kurs nicht mehr stark ansteigt, sondern sich eher seitwärts bewegt. Genau in diesem Punkt geht der Markt oder die einzelne Aktie in die Distribution-Phase über. Wie wir sehen, bewegen sich die Kurse nun eher auf der Stelle. Es kann jedoch sein, dass die Kurse noch einmal um einiges ansteigen oder schon leicht fallen. Gerade wenn die Kurse steigen, folgt jedoch häufig direkt eine Korrektur, also eine Gegenbewegung am Markt. Doch warum ist das eigentlich so? Dies hat einen einfachen Grund. Professionelle Investoren, auch Smart Money oder Wale genannt, also Investoren mit einem großen Investitionsvolumen, entscheiden basierend auf ihren internen Systemen, dass die Aktie ihr Peak so gut wie erreicht hat. Dies kann sein, weil sie Informationen kennen, von denen wir noch nichts wissen, oder weil ein Computer basierend auf einem Algorithmus so entschieden hat. In diesem Fall verkaufen bzw. liquidieren die Investoren ihre Positionen an den entsprechenden Unternehmen oder am gesamten Markt. Wir wissen jedoch, für jeden Verkäufer muss es auch einen Käufer geben. Doch wer kauft in einer Situation, in der professionelle Anleger verkaufen? Du ahnst es schon. Kleinanleger wie du und ich. Denn Kleinanleger haben häufig keine Investmentbanker oder andere Investitionsausbildung genossen. Sie achten also nicht auf technische Indikatoren und dergleichen, sondern sehen häufig nur, die Aktie ist doch schon seit 3 Monaten nur am Steigen, daran will ich jetzt auch partizipieren. Es macht sich das altbekannte FOMO breit, also die Angst, die Gelegenheit zu verpassen. Professionelle Investoren freut dies und sie können ihre Aktie mit hohen Gewinnen an gutgläubige Kleinanleger verkaufen. Das ist auch der Grund, warum die Kurse kurzfristig noch einmal deutlich ansteigen können. Denn nun strömen immer mehr Kleinanleger in die Aktie, da sie auch noch am Gewinn teilhaben wollen. Doch was passiert, wenn die Kleinanleger feststellen, oh, die Aktie macht gar nicht mehr 50% in einem Monat, sondern nur 5%? Richtig, sie werden nervös. Genau das ist das Problem, welches dann zur nächsten Phase, dem Bärenmarkt, führt. Wie der genau aussieht, werden wir in der nächsten Woche erklären. Schauen wir uns zu guter Letzt nochmal ein Beispiel an. Nehmen wir als Beispiel mal die allseits beliebte Kryptowährung Bitcoin. Wir sehen, wie der Bitcoin-Kurs 2019 nach Erreichen der $13.880 direkt in eine Korrektur einbrach. Warum ich hier von einer Korrektur spreche? Weil Kleinanleger diese Korrektur aufgefangen haben, wodurch der Kurs wieder nach oben getrieben wurde. Denn viele Kleinanleger sahen ihre Chance gekommen, wieder in den Bitcoin einzusteigen, denn er war ja jetzt günstig. Und deshalb ist der Kurs dann auch nochmal stark angestiegen. An den großen Ausschlägen lässt sich jedoch sehen, dass große Summen von professionellen Anlegern verkauft wurden. Dies kann man am besten sehen, wenn man sich die dahinterliegenden Candlesticks anschaut. Hierfür verweise ich nochmal auf YouTube als Quelle, bis wir in einigen Wochen dazu auch mal ein Video machen. Wir sehen also, Kleinanleger haben den Kurs von Bitcoin aufgefangen. Da jedoch immer mehr professionelle Anleger verkauften, geriet der Kurs immer mehr unter Druck, bis die Kleinanleger schließlich nachgaben und der Bärenmarkt eingeleitet wurde. Wir sehen also, die Distribution-Phase ist die Phase, in der professionelle Anleger ihre Aktien verkaufen. Die Abnehmer dieser Aktien sind in der Regel Kleininvestoren. Doch mit steigenden Verkäufen der professionellen Anleger werden die Kleinanleger immer nervöser. Wenn du also in einzelne Aktien investieren willst, solltest du dir die vorherigen Teile unserer Serie Marktzyklen anschauen und dann in der Accumulation-Phase kaufen und zu Beginn der Distribution-Phase verkaufen, um maximale Gewinne zu machen. Hierbei ist es wichtig, nicht gierig zu werden, sondern ruhig und besonnen deine Investition zu tätigen. Um die Auswirkungen von Marktzyklen zu verstehen und das nötige Bauchgefühl zu entwickeln, hilft nur eins: finanzielle Bildung. Und genau dafür haben wir diesen Kanal ins Leben gerufen. Wenn du uns also unterstützen willst, dann lass diesem Video doch ein Like da und uns ein Abo, damit deine finanzielle Bildung durchstarten kann. Bis zum nächsten Mal, dein Leben in Freiheit.